Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären Konga Crafts. Heute zeige ich euch, wie ihr super einfach, schnell und exakt die Fransen von einer Quaste aus Kunstleder mit Hilfe von 2 Schneidematten perfekt zuschneiden könnt. Anschließend, wie ihr sie weiter verarbeitet mit Tassel Caps. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachmachen und los geht's! Solche Quasten sind mit meiner Schneidetechnik ruckzuck gemacht. Das Kunstlederteil auf die Schneidematte legen. Meins ist 8 cm breit und 5 cm lang oder hoch. Auf der Rückseite habe ich einen Strich bei 0,5 cm gezogen. Normal wäre es 1 cm. Aber der Rollschneider kommt ja nicht ins Eck. Hier bleibt dieses Stück hier in der Ecke stehen. Also kommt nur bis ca. hier hin. Jetzt nehmen wir die zweite Schneidematte und legen sie ganz gerade auf die erste Matte. Dann schieben wir das Teil unter die zweite Matte, so dass diese auf dem 0,5 cm Strich liegt und quasi festhält. Alles muss gerade liegen. Und dann die zweite Matte beschweren. Ich nehme 2 volle Wasserflaschen. Nun das kleine Patchwork-Lineal nehmen und schön gerade an die zweite Matte anlegen. Ihr könnt die Streifen vorzeichnen, aber mit ein wenig Augenmaß bekommt ihr das auch so hin, vor allem viel schneller. Also schön anlegen, so dass das hier im rechten Winkel liegt und ihr bekommt schöne, gleichmäßig gerade Streifen hin. Das Lineal so hinschieben, dass ihr den ersten Streifen schneiden könnt. Die Breite entscheidet ihr. Das Lineal immer eine Franzenbreite weiterschieben und schneiden. Der Rollschneider stößt dabei an die zweite Matte und stoppt immer auf der gleichen Höhe. Und dadurch, dass es auch eine Schneidematte ist, geht die Schneide nicht kaputt. Bis zur letzten Franze schneiden. Und schon ist alles geschnitten. Ratzfatz! Ihr seht, der Abstand vom 0,5 cm Strich ist nochmal um ca. 0,5 cm breiter, bedingt durch die Rundung des Rollschneiders, wie schon erklärt. Und falls der obere Rand euch zu breit ist, könnt ihr den auch ein wenig abschneiden. Erst am Anfang ein wenig Kleber auftragen und dann ganz eng anfangen aufzurollen. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Also kleben, rollen, kleben, rollen. Nach dem Aufrollen probieren, ob die Quaste in den Cap passt. Ja, passt. Nochmal etwas Kleber drauf, andrücken und etwas antrocknen lassen. Den Cap, oder heißt es das Cap? Naja, den Cap etwas mit Kleber füllen und auch etwas antrocknen lassen, so dass der Kleber beim Reindrehen des Quastenkopfes nicht rausquillt. Den Quastenkopf drehend in den Cap eindrücken und gut trocknen lassen. Und fertig! Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!